Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Hallo ihr Lieben und willkommen zum Wochenorakel für die neue Woche. Ja, was kann ich euch berichten? Ich bin ziemlich ausgelutscht. Ich könnte die ganze Zeit schlafen. Aber das geht natürlich nicht. Es gibt einiges zu tun, es gibt einiges zu reklamieren. Und ja, immer fehlt irgendwas oder muss noch was besorgt werden. Alles nicht so einfach, aber gut, ich will mich nicht beklagen. Es läuft irgendwie. Natürlich macht man sich immer wieder mal Sorgen, aber das versuche ich so gut wie möglich nicht so weit hochdrücken zu lassen. An dieser Stelle, ihr macht es ganz toll mit den Kommis und den Likes, weil das die Videos natürlich nach vorne bringt und es kostet euch ja nichts und mir hilft es. Und auch an alle, die den Super Thanks Button drücken, vielen lieben Dank für eure Wertschätzung oder die Spenden auf meinem PayPal-Konto. Ich sage es jetzt nicht mit Namen, manche wollen das nicht. So, ich habe heute das Golden Magic Lenormand von der Gabi Mokros in der Hand und wir schauen, was die Woche so bringt für das Kollektiv. Am Ende dürft ihr noch eine Botschaft auswählen, wenn ihr wollt. Und ich bin gespannt. Ja, wir können schon mal ein bisschen mit Verwicklungen rechnen. Kommunikation steht an, die hier aus der Verwicklung auch rausführt. Wir haben den Klee im Hause des Klees, das ist schon mal gut. Egal, was sich hier schwierig zeigt oder anstrengend oder nicht so ganz gerade, das ist nur ein kurzer Moment. Es kann ja auch sein, dass ihr hier eine hilfreiche Begegnung habt. Dieses Mal ist es eine Dame. Jemand, der euch irgendwie vielleicht etwas Verbindliches präsentiert, einen Auftrag, einen neuen Vertrag. Möglicherweise habt ihr hier auch einen guten Kontakt, der euch einfach mal so ein bisschen Verbindung bringt im Gespräch. Jedenfalls sieht es sehr schön aus. Ja, hier haben wir im Hause des Hauses die Sehnsuchtskarte drin. Man überlegt sich seine Ziele, man überlegt, wo man noch hin möchte. Man hat vielleicht auch Wünsche im Beziehungsleben, man hat irgendwie etwas Vertragliches, was sich hier verändern darf zu euren Gunsten. Man plant längerfristige Dinge. Es gibt einiges aufzuklären, Veränderungen im Beziehungsbereich. Ich habe hier tatsächlich jemand, der sehr viel nachdenkt und mit euch vielleicht auch diese Gedanken teilt. Es ist hier so eine gemeinsame Resonanz. Die Veränderungen, die hier liegen, da gibt es noch viele Dinge, die besprochen werden müssen. Das Leben gibt Aufgaben. Nichtsdestotrotz habe ich hier Veränderungen, die langfristig zur Klarheit bringen. Ne? Ich habe hier sogar die Glückskombination. Also ihr scheint mir irgendwie tatsächlich, hier kommt jemand, der hat überraschend gute Ideen, der hat vielleicht auch gute Mittel, der kann verbindlich auf den Weg helfen, möglicherweise auch nur als Tipp. Und ich habe hier, dass Menschen, die irgendeine Mutterthematik haben, hier sehr guten Haken drunter setzen können, etwas beenden, etwas aufklären, etwas wieder drehen, so dass es tatsächlich unter einem guten Stern steht. Wir schauen hier auf unsere eigenen Verstrickungen drauf und auf unser eigenes Familiensystem. Und das Schöne ist, wir gucken hier ins Kartenblatt hinein auf das Thema Glück und Klarheit. Veränderungen, die anstehen, die geklärt werden. Also es ist wieder mal eine sehr aufklärende Woche.
mit ein bisschen Glück bedacht, von einer bestimmten Person unterstützt. Wir selber liegen im Hause des Sarges, nicht erschrecken. Hier ist tatsächlich Umbruch, Transformation, Beenden einer Lebensphase, das Gehen in eine neue Richtung. Und ich habe hier plötzliche Umbrüche durch irgendetwas, was von außen kommt, ein Erlebnis, jemand, der auf euch zukommt. Diese Person hier, die müsst ihr gar nicht kennen. Hier liegt die Öffentlichkeit dabei. Ja? Jemand, der auf schnellem Wege etwas Glück mitbringt. Das Sehen und Gesehen werden ist ganz wichtig in der nächsten Woche. Ich habe hier so ein bisschen eine tiefgründige Geschichte, die hier angeguckt wird. Und zwar, man überlegt über das, oder man sinniert über das Erbe seiner Familie nach. Ne? Man spürt, wo hat man sich irgendwie so hinentwickelt, weil es eben immer so war. Wo hat etwas seinen eigenen, wie soll ich es nennen, seine eigene Dynamik gekriegt. Wo wurde man mehr sich selber und wo hat man irgendwie diese Wiederholungsdinge. Da liegt ein schöner Auflösungscharakter dabei, denn man erkennt es hier sehr plötzlich und kann es wenden und abhaken sozusagen. Wir haben hier im Haus der Neubeginne die Finanzen drin. Es kann hier sein, dass man etwas investiert, dass man für etwas, was man neu beginnt, Geld ausgeben muss. Es kann auch hier Geld für die Kinder sein oder es kann tatsächlich eine Veränderung sein, wo man Geld wieder in den Fluss bringt oder die finanzielle Sicherheit anstrebt. Vielleicht hat man hier auch Wünsche, man gönnt sich was, man investiert in sich. Und ich weiß jetzt gar nicht, was für eine Mondphase wir haben, aber ich habe hier tatsächlich so ein bisschen dieses Launenhafte oder dieses Auf- und Abgehen. Vielleicht auch mal so ein schneller Gefühlswechsel, also von Himmel hoch jauchzend zu Tode betrübt. Aber ich habe auch sehr großes spirituelles Wachstum dabei. Hier habe ich wieder jemanden, der bringt Kraft und Stärke mit. Wenn ihr hier Freundschaften pflegt, ja, dann ist es so, dass diese nächste Woche so unterstützend fürs Glück mit dabei sind, ne? Für alle Themen, die sich von außen schnell wenden. Wir haben ja Menschen, die sich Gedanken um uns machen, vielleicht auch unsere eigenen Kinder. Jemand überlegt unsere Transformationsphase mit sozusagen, trägt sie auch mit und gibt Kraft irgendwie weiter und emotionalen Beistand. Man kann hier wieder mit Plötzlichkeiten rechnen. Hier bewegt sich sehr schnell was, auch auf der emotionalen Ebene. Das ist sogar so was wie eine Befreiung, würde ich es mal nennen. Es kann hier sein, dass sich dem einen oder anderen, der auf Nachrichten wartet, hier Verzögerungen zeigen, dass es Blockaden gibt im Bereich der Kommunikation. Es kann ja auch sein, dass sich viel um Vertragsänderungen oder neue Verträge machen irgendwie geht, aber das liegt ja blockiert. Das heißt, man muss vielleicht länger auf eine Antwort warten oder man muss irgendwo mehrmals nachfragen. Das Papier geht jedenfalls hier nicht gut über den Tisch oder über die Leitungen. Andererseits haben wir hier Kommunikation, die Klarheit und Sicherheit bringt. Für die Selbstständigen habe ich hier neue Wege. Ich habe Entscheidungen, die mit dem Thema Amt, Behörde, Selbstständigkeit zu tun haben. Möglicherweise hier auch mit den Ämtern der Vitalität.
Oder aber auch, dass man hier langfristige Ergebnisse irgendwie erschaffen kann durch irgendwelche Entscheidungen. Diese Entscheidungen, die lösen einen Konflikt, den man hat, oder sind eben sehr antwortgebend. Allerdings, wie gesagt, hier mit den Nachrichten in der Verzögerung. Es kann hier sein, dass sich im finanziellen Bereich hier etwas transformiert. Ich habe aus einer stagnierenden Situation raus wieder ins Aufblühen zu kommen. Ich habe hier das Außen sehr dabei, also Entscheidungen oder Möglichkeiten, die von außen kommen für die Veränderungen an den Finanzen. Hier möglicherweise bei vielen auch von Ämtern, Behörden oder Bescheiden, auf die ihr wartet. Und es sind auch Entscheidungen zu treffen, die haben mit dem Thema Liebe zu tun. Was liegt mir am Herzen? Wo möchte ich was bewegen? Was braucht meine ganze Aufmerksamkeit? Es kann hier sein, dass einem hier etwas auf dem Herzen nagt. Ja? Man hat hier das Gefühl, vielleicht emotional auch sehr konfliktbeladen zu sein. Es kann ja auch sein, dass sich hier eine Woche zeigt, wo man mal Konflikte hat mit dem näheren Umfeld. Ne? Da fallen so Worte und man ist dann betroffen. Das kann sehr schnell passieren, das passiert mir auch manchmal. Und dann ist es eben so, gesagt ist gesagt. Ne? Das gesprochene Wort hat sehr viel Macht. Die Entscheidungen, die hier liegen, die führen auf einen klaren Weg. Die Plötzlichkeit ist dabei. Es kann eine schnelle Idee sein, ein schneller Wegumschwung, eine schnelle Kurskorrektur, eine emotionale Sache auch, die man auf den Weg bringt. Alle Herzensangelegenheiten liegen hier tatsächlich in der Entscheidungsphase. Also hier auch Selbstwert, in was investiert man, was gönnt man sich mal. Schon wieder diese schicksalshaften Neubeginne. Ich kann es nicht ändern. Es liegt ebenso. Das Glück liegt hier auch in der Schicksalslinie drin. Und das Schicksal bringt hier sehr viel Aufklärung. Ne? Ich habe irgendwie das Gefühl, das Schicksal bringt ja auch Personen ins Leben, die sehr unterstützend sind. Hier in diesem Blatt sind sie eher weiblich. Es können auch die eigenen Mütter sein, zum Beispiel, ne? Die einem hier mit Rat und Tat zur Seite stehen oder die so einen mütterlichen Charakter haben. Lernaufgabe haben wir auf jeden Fall dabei. Wie werde ich ein schweres Kreuz in Kürze los? Wo brauche ich neue Verbindungen? Wo kriege ich neue Kontakte, die mir irgendwie etwas Verbindliches auch auf den Weg bringen, sodass ich stabil mich darin bewege? Ich habe hier Kommunikation am umhäuslichen Bereich, aus dem Umfeld raus, die Veränderung mitbringt. Aber auch, wie gesagt, man muss hier ein bisschen Obacht haben. Entweder sind die Wege lang oder es kann irgendwie Missverständnisse geben. Und der Weg ist nicht so ganz frei, um klar zu kommunizieren. Man hat hier viel aufzulösen über den schriftlichen Bereich oder den kommunikativen Bereich. So, dann habe ich hier für einige von uns das Thema Haus, Häuslichkeit, Wohnung tatsächlich. Hier können sich Sachen ergeben, wo man neue Mietverträge oder sowas sucht, findet. Kann auch sein, dass das für Eltern ist, weil hier liegt dabei, man passt es der Vitalität an. Hier liegen tatsächlich auch Umzüge oder die Bereitschaft, im häuslichen Bereich etwas zu ändern. Ich habe so ein bisschen das Ausgeblocktsein auf der familiären Ebene. Ne? Die Familienthemen sind irgendwie hier blockiert. Kann natürlich euch betreffen, die Familie, Kinder, Eltern. Ja?
man darf hier mit Hindernissen rechnen. Ich habe im Haus der männlichen Hauptperson die Eulen drin. Es kann hier ein bisschen Stress geben, ein bisschen Unruhe. Möglicherweise ist ja auch was Berufliches zugange. In unserem eigenen Haus liegt auch die Berufskarte drin. Das heißt, möglicherweise klären wir hier etwas Berufliches, Finanzielles, was so ein bisschen Aufregung auch mitbringen kann. Oder dieses einfach mit der angezogenen Handbremse durch den Beruf fahren. Ne? So. Zweifel lösen sich in Sicherheit auf. Themen, bei denen man so Kreisläufe durchlebt, die sind hier eigentlich sehr schön klar. Ne? Man hat so diese Zweifel nicht mehr. Man spürt besser die Richtung. Die Intuition führt einen richtig oder ist auch wieder mehr greifbar. Man ist bereit für seine Neubeginne. Die Seele möchte das auch. Ja, und hier haben wir die schicksalshaften Themen im familiären Bereich. Also die Personen liegen hier richtig verstreut überall. Ne? Wir haben hier das Gegenüber im Hause der Sicherheit drin. Wir haben uns hier oben. Wir haben die Eltern hier auf verschiedenen Plätzen. Die Kinder sind so zwischendrin. Also jeder hat irgendwie von der Stellung her sehr viel auch für sich zu klären. Die Gedankenlastigkeit beim Gegenüber ist sehr groß. Hier sieht man zum Beispiel vertragliche Dinge, verbindliche Dinge, Stressfaktoren, die vom Umfeld herkommen oder auch vom Beruf. Ne? Es geht auch darum, dass man hier Dinge erfahren kann, die in den Familien nicht ausgesprochen wurden. Man hat hier die Konfrontation auch mit allen Familienmitgliedern irgendwie dabei. Aber das kann hier mit Hindernissen einhergehen, weil jeder hier guckt in eine andere Richtung. Was ja auch okay ist, man hat immer verschiedene Meinungen. Das darf so sein. Ich habe es immer wieder jetzt die letzte Zeit gehabt in den großen Blättern. Wir haben hier im Haus der Sonne den Bären. Das ist entweder die Nähe, hier das Kreuz noch dabei, zu einem Ahnen, zu einem Geistführer, zu einem speziellen Krafttier. Also das zeigt sich jedes Mal. Und vielleicht sollten wir noch besser da drauf gucken, denn genau diese Korrespondenz bringt auch Glück mit. Das heißt, irgendwie könnte irgendwo ein Hinweis sein, den wir übersehen. Also mit Achtsamkeit mal durch die Woche und gucken, welche Tiere begegnen uns, an wen denke ich besonders oft, wo habe ich so eine Nähe zu irgendjemandem, der mich an irgendjemand auch erinnert. Was sind da die Qualitäten? Ne? So, jetzt kommt das Erfreuliche, ihr Lieben. Das Beste immer zum Schluss. Hier im Haus des Geldes liegt die Sonne drin. Hier wird sehr viel Finanzielles geklärt. Man arbeitet sich hier zur finanziellen Sicherheit. Man hat eine super Geldenergie, langfristig auch so ein bisschen wie ein Geschenk daherkommend. Oder hier auch eine Nachricht, auf die man lange gewartet hat, die irgendwie was mit den Finanzen zu tun hat. Das ist hier die beste Qualität im Geldhaus, die man eigentlich haben kann. Wo auch immer sie herkommt, wir wissen es nicht, ja. Das mag bei jedem unterschiedlich sein. Auf jeden Fall gefällt mir das sehr gut und wir dürfen uns hier im Annehmen üben. Es kann ja auch sein, dass das hier so wie eine Überraschung einhergeht, ne? Oder auch mit dem beruflichen Bereich was zu tun hat. Aber ich habe auch Überraschungen an sich im beruflichen Bereich, positiver Art natürlich. Ne? Hier zeigt sich, dass man was Gutes neu beginnen kann.
Man hat hier im beruflichen Bereich noch die Möglichkeit, etwas, was noch nicht im Spiel war, zum Aufblühen zu bringen. Und diese Überraschung, die kommt von außen. Das haben wir so nicht geplant. Wow. Dann schauen wir mal noch ein bisschen tiefer. So, wir haben die Osterglockenfee und das ist sowas von passend. Ostern, ne? Die nächste Woche. Und ich bin doch richtig, oder? Nächste Woche ist Ostern. Ja, hier fangen die Blumen an zu blühen. Hier steht zu blühen. Hier steht alles auf Neubeginn. Das Frühjahr kommt richtig zum Vorschein. Und die Karte bestätigt auch wieder das, was ich hier meinte, dass etwas, was immer so einen bestimmten Rhythmus oder einen Zyklus dargestellt hat, wo man sich von einer Situation in die nächste geschlängelt hat, geht jetzt in einen raschen, schnellen Wechsel eines anderen Zyklus. Das ist so wie eine Wiedergeburt oder etwas, was neu erblüht, auf jeden Fall. Ein Abschnitt des Lebens, der jetzt auch schließt, so wie ein neuer beginnt. Wir liegen ja da drin, also passt wunderbar. Und auch die Aufforderung, immer wieder loszulassen. Hier darf man auch mitunter schwierige, vertraute Abläufe hinter sich lassen. Also wenn sich irgendwas, wir haben ja hier die Verstrickung, als kompliziert oder wahnsinnig aufwendig zeigt, darf man hier die leichtere Energie mitnehmen, nicht im Alten verharren, neue Sachen annehmen, sich der Angst auch stellen vor dem Loslassen und dem Lebensthema ich entwickle mich Richtung geben, zur Ganzheit finden. Mir kommt es hier auch so vor, wie dass das Leben uns irgendwie so einen Frühjahrsputz hinlegt. Schauen wir, was das Krafttier noch mitbringt. Dann lasse ich euch in Ruhe. Dann könnt ihr noch wählen, wenn ihr wollt. Was haben wir hier? Das Murmeltier, die Erholung. Ja, überprüfe deine grundlegende Einstellung zum Leben. Innenschau, Rückzug und Erholung sind angesagt. Man muss hier aus einer komplizierten, aufwendigen Situation auch mal raustreten können und sich zurücklehnen. Hier wird der Blick auch ein bisschen darauf gelenkt, was einen trägt und was Kraftspenden ist. Die eigene Vitalität darf angeguckt werden. Möchte etwas erfrischt werden und wir dürfen uns der Basis unseres eigenen Lebens zuwenden und genau gucken, wo etwas verändert werden muss. Ne? Diese schicksalshaften Neubeginne, in die man investiert, liegen hier doppelt und dreifach. Ne? So, diese Murmeltiere hier, die halten einen ausgiebigen Winterschlaf, fahren dann alles runter, um dann vital wieder aufzustehen. Möglicherweise hat man sich hier selbst auch ein bisschen vernachlässigt und nicht für sich selbst gut gesorgt. Ja, und es geht einfach darum, die nächste Woche mal Erholung in Anspruch zu nehmen, sich um den Boden kümmern, der einen nährt und Ruhe zu genießen, damit diese Basis, die wir alle haben, die korrespondiert hier mit dem Fuchs, ne? Das ist schon die Warnung, hier gibst du etwas nicht gut in die Welt oder in dein eigenes Geschehen rein. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Ich drücke euch bis Sonntag und für die anderen, ihr dürft noch dranbleiben für eine kleine persönliche Botschaft. So, hier bin ich wieder für eine kleine Botschaft für unsere Woche. Ups.
Okay, dann nehmen wir noch eine von der Nadine, ihren Sanssouci Cards. Und dann möchte ich heute mal nicht vergessen, die kleinen Engel wollte ich mal wieder nehmen. Die Vögel lasse ich dann drauf springen. Ich will mir nur die Karten herholen, damit ich es nicht vergesse. Und dann dürft ihr wählen. Ich stelle mal jetzt nichts dazu. Ich nehme, glaube ich, diese Seite. Und dann drehen wir mal um. Ja. Gesetz ist nicht Gerechtigkeit, irgendwo wird mit unfairen Mitteln gespielt. Es gibt Regeln, die nicht ganz so fair sind und hier zeigt sich die Waagschale, ne? Die Gerechtigkeit wird erfragt. So, dann haben wir hier die göttliche Leidenschaft. Das hatten wir vorher schon, ne? Im großen Blatt habe ich ja gesagt, es gibt so viele Sehnsüchte, die wir haben und die zeigen sich die nächste Woche. Und hier geht es einfach darum, wo lebt man oder wo vegetiert man hier nur vor sich hin und wo muss man ein bisschen ehrlicher zu sich selber sein, was fehlt einem auch, was man gerne umsetzen möchte. Wir haben die Wildrose, Liebe erschafft Schönheit. Es geht darum, das Herz wieder mit Liebe zu füllen, die ewig währt auch, die geht ja nicht weg, die bleibt vorhanden, egal in welchem Zustand du dich auch befindest, man kann sich nur nicht immer so dran erinnern. Dann haben wir die weiße Seele mit der Azalee. Hier geht es um die uralte Weisheit und Wahrheit, die in einem schlummert und man darf darauf zurückgreifen, ne? Das ist so eine Woche, da kommt man auch wieder besser an die Intuition ran, man hat so dieses Ding, dass man anderen auch was mit auf den Weg geben darf, weil das Wissen einfach vorhanden ist. Wir haben die Friedenstaube, hier kommt eine erlösende Nachricht, vielleicht sogar ein Liebesbrief, ein Angebot flattert ins Haus, eine Botschaft aus der geistigen Welt, ein Zeichen, Genesung oder eine Sache, die diagnostisch ganz gut für alle ist. Möglicherweise gibt es hier auch so eine Nachricht, wo man mit irgendetwas abschließen kann oder ne, Frieden schließen. Wir haben ja hier die Ungerechtigkeit, ne? Vielleicht gab es irgendwo etwas, was nicht so ganz fair war und hier kommt die Auflösung. Und der kleine Engel sagt, ich habe eine Idee und ich kann, ich will, ich werde. Hier geht es um das Umsetzen von den Dingen, die einem so in den Sinn kommen, die einem fehlen. Ich kriege hier so irgendwie eine Ungerechtigkeit wird ausgeglichen. Das Rotkehlchen, verweile in deiner Mitte und höre auf die Sprache deines Herzens. Du bist äußerst kommunikativ und sehr gewandt in deiner Wortwahl. Es ist Zeit, das loszulassen, was keinen Platz mehr in deinem Leben hat. Wunderbar. Schauen wir uns die andere Seite an. Was habt ihr Schönes? Ja, hier ist etwas so ein bisschen morbide und das Leben nicht gar nicht so schön und es ist euer Leben. Irgendwo hat man hier einen Schleier vor den Augen, die Augen tränen, ja. Etwas, was irgendwie ein ungutes Gefühl mitgibt oder wo man auch die Schönheit nicht richtig sieht, dessen, was um einen rum ist. Ihr habt hier die vergangenen Leben.
Hier kann sein, dass es viele Erinnerungen gibt oder so Sachen, wo man vielleicht drüber nachdenkt, über Verluste. Und hier haben wir einfach, dass deine Situation mit Erinnerungen an die vergangenen Leben oder die Vergangenheit auch zu tun hat. Sehr große Trigger. Möglicherweise auch dieses Ding, die Überlegung, dass alles vergänglich ist und dass man etwas auch nicht so richtig erkennt, ne, was es einem jetzt sagen soll. Das Heidekraut, du darfst dich fallen lassen. Auch hier gibt es die bedingungslose Liebe, die dich trägt. Und das Heidekraut sagt dir, was für dich gut und richtig ist, wird auf dich zukommen. Hier direkt auch der Neubeginn. Hier gibt es Gelegenheiten, die euch präsentiert werden, wo ihr sogar wie Phönix aus der Asche aufsteigen könnt. Und ihr habt hier den Zukunftsballon. Da plant man mit Weitblick, etwas ist erfolgsorientiert, man möchte vielleicht auch noch hoch hinaus Karriere machen. Man lernt hier sehr viel. Die Frau hier steht auf Büchern, um ihren Horizont zu erweitern. Sie guckt in die Ferne, sie möchte vielleicht auch reisen oder über sich selbst hinauswachsen. Und es kann sein, dass ihr etwas Besonderes entdeckt und mit diesem Wissen oder dem Entdeckten dann etwas erschafft. Und hier ist so eine Woche, wo man auch fleißig ist, weil man weiß, wenn man nicht fleißig ist, kriegt man auch nichts zurück. Gehe einfach los, dein Herz führt dich. Gerade auch da, wo die Schleier vor den Augen sind, kriegt ihr natürlich mit dem Zukunftsballon gesagt, dass ihr den Weitblick natürlich kriegt bei eurem Neubeginn hier. Dass ihr wieder nach vorne gucken könnt. Ihr habt die Amsel. Ich bin der Vermittler zwischen den Welten und bringe dir Optimismus und Lebensfreude. Ich helfe dir, dich von Altlasten zu trennen und dich für Heiterkeit zu öffnen, damit du dein Leben wieder genießen kannst. Es passt wunderbar, ne? Altlasten, vergangene Leben, Sachen, die traurig machen, obwohl sie gar nicht richtig greifbar sind, ne? Okay, ihr Lieben, eine schöne Woche. Ich drücke euch bis bald.